Gut, liebe Zuschauer, liebe Patienten, ich darf Sie einmal begrüßen. Mein Name ist Dr. Nathalie Keller und ich würde Ihnen heute ganz gerne einmal das PDO-Fadenlift demonstrieren an unserem Modell, in diesem Fall im Bereich der Augen. Ist ein junges Modell, was aber überhaupt keine Kontraindikation ist für ein Fadenlifting, denn durch das PDO-Fadenlifting induzieren wir Kollagenproduktion und wir sehen bei dieser Patientin hier im Grunde genommen, obwohl sie noch relativ jung ist, eine zunehmende Laxizität. Wir haben hier vor einigen Wochen bereits die Tränenrinne, die Tear Trough mit Hyaluronsäure aufgefüllt und wir würden jetzt hier im seitlichen Augenrand prophylaktisch einen PDO-Fadenlift machen mit ganz, ganz dünnen PDO-Fäden für diesen Bereich, um nachhaltig eine Kollagenproduktion zu erhalten. Wir würden dann jetzt einmal im Augenbereich anfangen mit der Fadeneingabe, ganz oberflächlich unter die oberen Hautschichten geschoben. Sie sehen, das geht im Grunde genommen ohne Schmerzen, ganz, ganz oberflächlich. Dafür sind die Fäden geeignet. Die Fäden sind farblos, sodass man sie auch im Grunde genommen kaum sieht. Man setzt die Fäden hier ganz vorsichtig, ganz radiär in einer Technik, dass man überall das Kollagen auch induzieren kann. Sie sehen das eigentlich hier ganz schön. Diese Patientin ist noch sehr, sehr jung, sodass sie nicht besonders viel Fäden braucht, aber ein paar dürfen wir hier setzen. Gut, wir haben jetzt die ersten Fäden hier um das Auge herum gelegt. Die werden immer so ein bisschen eingedreht, damit sie sich in der Haut noch ein bisschen verquirlen und dann entfernt man sie ganz einfach. Und der Faden bleibt im Grunde genommen drin. Gut. Da sieht man es eigentlich schon ganz schön. Sie sehen, es passiert weder etwas mit Blutung noch irgendetwas mit einem Bluterguss. Und jetzt lege ich noch einmal ein paar Fäden im Gegenläufigen, damit wir eine gute Kollagenstruktur aufbauen. Auch das geht völlig schmerzfrei, sodass wir hinterher ein schönes Gittergerüst haben zur Kollagenbildung. Hier jetzt der letzte Faden noch, ein bisschen quer gelegt, damit wir einen schön überlappenden Effekt haben und sich auch überlappend das Kollagen bilden kann. Auch hier dreht man wieder. Sie sehen, wie oberflächlich vorsichtig die Fäden eingesetzt werden. Wir entfernen die Kanülen, die Fäden bleiben drin und im Grunde genommen haben wir es hier. Bitte einmal lächeln. Wir sehen jetzt schon bereits, wie schön hier beim Lächeln sich der Effekt im Gegensatz zu vorher verändert hat. Einmal bitte lächeln nur für die unbehandelte Seite. Sehen Sie sehr, sehr schön, wie stark es hier noch ist und wie weniger es hier im Grunde genommen ist. Der Endeffekt auch hier aufgrund der Kollagenbildung in guten 2 bis 3 Monaten. Auf dieser Seite genau dasselbe, immer vorsichtig in die oberen Hautschichten gesetzt. Faden für Faden. Auch das wirklich, Sie sehen das hier wirklich ganz, ganz harmlos. Man muss keine Angst haben. Die Fäden sind ganz, ganz oberflächlich gesetzt. Auch ruhig bis an den Lidrand hinein in der richtigen Schicht, selbstverständlich. Natürlich auch unter Wahrung der anatomischen Strukturen, sodass wir auch hier in den seitlichen Augenwinkelbereich ganz problemlos hineingehen dürfen. Ein letzter Faden in diesem Bereich, weil sie hat hier trotz ihres noch jungen Alters eine beginnende Laxizität, sodass wir hier in diesem Bereich sehr, sehr schön die Kollagenbildung fördern können. Ich lege in diesem Fall, weil der Befund ein bisschen ausgeprägter ist als auf der anderen Seite, auch hier noch einen Faden hinein. Auch ganz vorsichtig und selbiges Prozedere wie auf der anderen Seite. Wir drehen ein bisschen, um die Fäden so ein bisschen zu verquirlen und entfernen dann ganz leicht wieder die Kanülen und der Faden bleibt im Grunde genommen drin. Okay, dasselbe jetzt noch zur Quervernetzung von unten nach oben und Sie sehen auch hier, es kommt lediglich zu einer leichten Rötung. Es blutet nicht stark, nur die kleinen Einstiche ganz kurz vorübergehen und wir legen auch hier
zur Erhaltung einer schönen Kollagen-Netzstruktur. Fäden auch in die andere Richtung. Auch hier natürlich ganz, ganz oberflächlich. Aber die Fäden sind so hauchdünn, dass sie weder unter der Haut gesehen werden, noch Probleme dort machen. Und Sie sehen, wenn man die Fäden ganz, ganz vorsichtig einschiebt, passiert im Grunde genommen überhaupt nichts Schlimmes. Es ist auch komplett schmerzfrei für die Patientin. Selbiges Prozedere. Wir drehen ein wenig an den Fäden, entfernen jetzt nach und nach die Kanülen, die Fäden bleiben drin und Sie sehen das im Grunde genommen sehr schön. Da wären wir fertig damit. Bitte einmal lächeln. Ja, und Sie sehen sehr, sehr schön, wie es hier bereits zu der Stabilisierung kommt. Einmal stark lächeln. Sie sehen auch da, wie schön es jetzt mittlerweile hier schon in diesem Bereich zu einer Aufpolsterung gekommen ist, nur allein durch die Fadeneinlage. Hier wird man in 2 bis 3 Monaten ein schönes Kollagengeflecht sehen mit einer sehr, sehr schönen Prallheit im Bereich. Sie sehen auch die andere Seite jetzt danach, sind so gute 5 Minuten vergangen. Sie sehen, es ist außer einer Rötung, es ist kein Bluterguss, es ist sonst nichts passiert. Hier sind wir jetzt direkt nach dem Fadenlifting im Bereich der seitlichen Augenpartie. Sie sehen im Grunde genommen nur noch eine leichte Reströtung. Seit der Einlage sind gute 5 Minuten vergangen. Bitte einmal lächeln. Sie sehen hier sehr schön schon die Stabilisierung alleine durch das Quervernetzen der Fadeneinlage. Sie sehen es auf dieser Seite, hier ist noch so ein kleiner Punkt von den Einstichen. Sie sehen auch da, wie schön sich hier die Region schon stabilisiert hat. Hier in diesem Fall ohne Botulinumtoxin, nur durch das Fadeneinlegen. Und wir werden in guten 2-3 Monaten hier eine sehr schöne Aufpolsterung und Stabilisierung des Bereiches haben, aufgrund der Kollageninduktion. Für die Patientin heute noch vielleicht zu sagen, sie wird kühlen heute die behandelten Areale. Wir werden gleich noch eine desinfizierende Creme dort aufgeben. Ansonsten heute auf dem Rücken schlafen. Mehr ist eigentlich nicht zu beachten. Keine Sauna, kein Solarium, wie bei allen Dingen, die wir tun. Nicht nur beim Fadenlifting, sondern auch bei unseren Unterspritzungen. Wir sagen Danke und auf Wiedersehen.